Es geht wieder los. Wir verlassen Wemmeldinge. Hat uns gut gefallen, wie immer. Und ja, Planänderung. Zierksee ist jetzt angesagt statt Jerseke, weil morgen das Wetter sehr, sehr schlecht werden soll. Das Wetter ist heute total klar, unfassbar. Man kann drüben alles sehen auf der anderen Seite. Wir haben gerade Niedrigwasser, vielleicht können wir da auch eine Robbenbank oder so sehen. Ja, 20 Kilometer haben wir heute, das ist nicht weit. Wir starten in Wemmerdinge, fahren dann die betonte Route bis in die Nähe der Seelandbrücke. Der lilane Bereich ist der Bereich, wo man schnell fahren darf. Und fahren dann direkt auf die Einfahrt von Zürichsee zu. Durch den langen Kanal und noch durch die Brücke ist unser Liegeplatz. Bei Niedrigwasser ist die Ausfahrt noch enger, da muss man noch mehr aufpassen. Super klar. Wir sind gerade in der Wackelei, weil die Welle hier von der Seite kommt. Aber sobald wir gleich in der Fahrrinne sind, dann fahren wir gegen die Welle und dann wird es besser. Auf jeden Fall. Da muss man ja aufpassen, man schon vom Bock fällt, wenn man die Fender reinholt. Ja. Man gibt überraschenderweise doch Gas. Ja, es ist sehr kappelig, da fahren wir doch ein bisschen schneller. Bei dem Wellengang ist Schnellfahren die bessere Option, als hier durch die Wellen zu schaukeln. Aber es ist ein bisschen windig, frisch. Man sagt dem Einzelmäher immer, dass die Welle besonders schlimm ist, wegen der wenigen Wassertiefe. Aber ich kann jetzt hier nicht sagen, dass es hier deutlich schöner ist. Nee. Obwohl wir hier fast 17 Meter Wassertiefe gerade haben. Wird nicht gut. Du bist schwarz. Hier geht die Gischt, geht übers Boot rüber, stellenweise. Kurz vor der Seelandbrücke ist die Schnellfahrstrecke zu Ende. Das ist schon ein interessantes Bauwerk, was man hier über die Pusterschelde errichtet hat. Wirklich imposant. Eine ganz schöne Schaukelei hier, aber... Also die sogar mit Kaffee bekleckert, was? Ja, aber gleich ist vorbei. Wir haben da vorne schon die Einfahrt zum Zürichsee und dann ja, wird es wieder ruhig. Aber es war schon nicht schön. Jetzt geht es nur noch ein kleines Stück bis zur Einfahrt von Zürichsee. Hier ist die Einfahrt zu unserem nächsten Ziel. Jetzt tatsächlich einer unter Segeln aus der schmalen Einfahrt raus. Jetzt hier eine scharfe Kurve machen. Ja, da liegt er richtig gut im Wind schon. Da kommt eine ganze Menge raus. Ja, jetzt ist die Schaukelei erstmal vorbei. Ja, kommt einiges raus. Also wir werden einen guten Platz finden, weil viele Segler gerade den Hafen verlassen. Meiner macht klar Schiff. Da vorne gibt es noch eine kleine Enge. Die Schleuse müssen wir noch überwinden. Da kommt man nicht mit Gegenverkehr durch. Zürichsee laufen wir heute zum ersten Mal an. Ich vermisse so ein bisschen die Feuerwehrschiffe, die uns immer begrüßen. Fehlt heute hier. Ha, ha, ha. Die Gischt ist übers Boot gegangen. Das Salzwasser sollte man eigentlich immer so schnell wie möglich abwaschen. Und hier werden wir jetzt mal 2 Nächte bleiben. Rechts und links ein Damm. Ja, hier lernen die Kinder schon bei Zeiten segeln.
Hier vorne ist ein schöner Platz. Genau bei den Duschen und Sanitär. Aber ich möchte gerne weiter durch hinter die Brücke, wo die Motorboote liegen. Kleiner verträumter Ort. Da hinten liegen die im Sechserpäckchen oder. Frank und Claudia gehen jetzt erstmal an eine Tankstelle. Und wir suchen derweil erstmal ein schönes Plätzchen für uns. Mal gucken, ob schon an der Karte irgendwo was frei ist. Wir liegen hier im Viererpäckchen. 1, 2, 3, 4. Da, guck mal da vorne, Jürgen, hinter dem Segler. Das ist ein schöner Platz. Willst du noch durch die Brücke durch? Dahinter stehen noch Motorboote. Wie bitte? Dahinter stehen noch Motorboote. Da sind wir vielleicht nicht durch die Segler so blockiert. Dahinter ist an der Wand, da ist Platz. Vielleicht sollen hier vorne ja nur Segler sein, aber nee, hier ist auch ein Motorboot. Da passt du nicht durch. Ich würde es nicht riskieren, Jürgen. Du passt nicht durch. Da kommt er schon angefahren. Ah, der Hafenmeister kommt und macht uns jetzt die Brücke auf. Da hinten ist ein schöner Platz. Muss alles noch per Hand betätigt werden. Ja, und schon geht sie auf. Super. Jetzt passte. Und da hinten, hinter den letzten. Siehst du das? Hinter dem blauen. Da ist ein schöner breiter Platz, da passen wir toll rein. Hier kriegen wir doch wunderschönen Platz noch. Der ist doch für uns gemacht. Wir müssen alle mit dem Bug Richtung Ausfahrt liegen. Das heißt, wir müssen jetzt hier nochmal drehen. Aber es ist zum Glück breit genug. Eine Drehung. Ja, einer vorwärts, einer rückwärts. Schon drehen wir. Auf der Stelle. Auf, wie gesagt, auf dem Teller sozusagen. In der Ruhe liegt die Kraft. Du bist hinten fast dran, Jürgen. Lass ihn. Hoppsa, Dankeschön. Frank kommt rein. Sollen wir bei dir ins Päckchen gehen? Ist noch ein Platz frei. Musst du dir mal angucken, wenn du kommst. Okay, alles klar. Einen sehr schönen Liegeplatz haben wir hier. Und Anna findet das auch toll. Hier sind wir auch gut geschützt, wenn morgen es stürmt, regnet und windet. Wir haben jetzt gerade Niedrigwasser. Hier kann man mit der iMarina App bezahlen. Geht problemlos. Und dann hoffen wir mal, dass es morgen nicht ganz so schlimm wird. Wir bleiben jetzt hier 2 Tage. Ein wunderbarer Platz zum Bleiben. Wir haben die letzten Plätze erwischt hinten. Weiter geht es dann nicht mehr. Und hier versuchen wir den Sturm zu überleben. Da ist das Tor in die Stadt. Hier ist noch ein kleines Hafenbecken. Allerdings kommt man hier nur bei Hochwasser rein. Das ist der Museumshafen und Zierkesee. Ich denke mal, wenn irgendwelche Feste sind, dann kommen hier die Kutter rein. Über den Museumshafen geht es dann hier durch einen kleinen Park. Und weiter vorne ist dann schon die City. Mal gucken, wie groß das hier ist. Auf jeden Fall wunderschön angelegt. Der nächste Platz, der Marktplatz. Alles noch sehr verträumt. Fish and Chips gibt es gleich. Mitten in der Stadt, ein schöner Laden. Und auf der anderen Seite ist auch gleich die Eisdiele. Perfekt. Das sieht auf jeden Fall schon sehr gut aus. Ja, das sind wirklich schnucklige kleine Häuschen hier. Jetzt sind wir hier an der Hafenpromenade. Da hinten ist das Tor, wo es reingeht. Und viele sind jetzt schon rausgefahren, aber es wird schon windiger.
Hier ist die Fischerflotte und wir können jetzt hier in der Promenade lang gehen bis zu unserem Liegeplatz. An der Bootstanke gibt es Diesel und anscheinend auch GTL. Und GTL ist, glaube ich, 10 oder 20 Cent teurer. Diesel 1,95. Heute Morgen lagen die hier teilweise noch im Viererpäckchen. So, jetzt ist noch reichlich Platz. Hier kann man sehen, wo man überall liegen kann. Mit Sanitärgebäude, 2 Stück. Am Nachmittag ist es schon zugezogen und es frischt auf. Wir machen jetzt noch Kaffee trinken bei Frank und Claudia. Anna sitzt schon wieder auf meinem Platz. Viele Möwen, ein Zeichen, dass wir hier am Meer sind. Ja, jetzt auf dem Weg zum Essen sieht man, wir haben Hochwasser und wir können jetzt auf die Parkplätze gucken. Vorher haben wir ja nur gegen die Mauer geguckt. Auf der anderen Seite ist ein dicker Katamaran angekommen und da hinten, wo der Wintergarten ist, da gehen wir jetzt essen. Hier ist Kette, da kommen Erinnerungen hoch an den Bojen, die wir für die Sportboote an der Mosel gesetzt haben. Heute Abend ist es nicht ganz so voll, sind sogar noch Plätze frei. Man muss nicht ins Päckchen gehen, ein deutlicher Unterschied zum Wochenende. Aber da hinten kommt noch einer rein. Im Kanal direkt vorm Restaurant hat ein Seehund einen Fisch gefangen. Die kämpfen noch mit dem Fisch. Ein dicker Fisch. Ein Zander. Ein interessantes Schauspiel. Ja, heute ist Muschelnessen angesagt. Nur ich verzichte und habe Kabeljau und Lachs. Der Nachtisch wird gleich fotografiert. Da Blanche und Tiramisu, besonderes Tiramisu. Heute wieder gut gegessen. Mein Fisch war hervorragend, genau nach meinen Wünschen gemacht. Perfekt. Der Nachtisch war super, alles war top. Allerdings war es etwas kalt im Lokal. Etwas gefroren am Ende. Heute gibt es ein Brunch bei uns am Bord, weil wir bleiben heute noch eine Nacht länger und können jetzt endlich mal unsere ganzen Vorräte aufbrauchen. Der Kaffee kocht. Rühr ist fertig, Brötchen frisch geholt von Albert Heijn und jetzt geht's los. Heute ist ja Wind und Regen angesagt. Die erste Regenphase ist vorbei und so langsam frischt der Wind auf. Man merkt, es wird deutlich mehr. Wir haben jetzt kurz nach 1. Um 3 soll es richtig windig werden. Da bin ich mal gespannt. Wir liegen aber hier sehr geschützt. Wir sind extra hierher gefahren, um hier windgeschützt den Tag zu verbringen. Hier auf dem Weg zur Stadt ist deutlich mehr Wind. Das zeigt also, dass unser Liegeplatz hinten wirklich sehr geschützt ist. Wirklich sehr schön hier. Dass die jetzt bei dem starken Wind hier mit dem Kran arbeiten, wundert mich. Na, hoffen wir, dass sie wissen, was sie tun. Das macht mich jetzt aber traurig. Die Eisdiele hat Montag zu und die sah so gut aus. Ja, es ist am Regnen. Kein schönes Wetter heute. Eine kleine Pause. Ja, aber man sieht hier, wir warten jetzt das Unwetter ab draußen. Und trotz des Wetters essen wir Eiskaffee. Wir sind verrückt. Da wird gestürzt und schneit fast raus. Jo. Ja, wir haben doch Sommer. Ja, genau. Lass uns den Sommer nicht vermiesen. Genau. Hier fegt schon ganz ordentlich in den Bäumen. Dafür, dass im Ort so viel Wind ist, liegen wir doch hier gut geschützt. Hier haben wir uns mit der iMarina App angemeldet. Und dann kriegt man einen Barcode aufs Handy. Und dann soll man hier reinkommen. Klappt. Ja. Dusche. Ja. Man sieht, es ist schon ein bisschen älter. Hier fehlt auch die Bank. Aber zum Duschen reicht's. Der teuerste Hafen mit den schlechtesten Sanitärräumen. Gerade so ausreichend. Der Duschstrahl war so schwach, dass man aufpassen musste, dass der Teil, der rausguckte, nicht schon wieder auskühlte. Aber ich bin wenigstens sauber geworden.
Der Sturm ist vorbei, der Regen hoffentlich auch. Heute probieren wir das nächste nah am Hafen liegende Restaurant aus. Der Grande Suica-Beat oder so ähnlich. Alles nicht weit weg. Bei dem Wetter wollen wir auch nicht so viel laufen. Könnte jederzeit ja wieder regnen. Und es ist hoffentlich wärmer heute wie gestern. Ja, oh, Romantik pur. Hallo. Die Dunkelkammer, aber einen schönen Platz hinten am Fenster. Aber wie so eine kleine Hütte hier, ne? Ja, und ein herrlicher Blick aufs Dach. Die Vorspeise kommt, Thunfisch-Tatar. Und das ist, was ist das? Eine Art, eine Thai-Suppe. Tonkai. Und Fischtrio, Paling, Makrele und Lachs. Und Will ich nochmal auch nochmal Suppe. Süppchen. Guten Appetit. Einen schönen Eckplatz hier, einen gemütlichen fürs Essen. Mit Muscheln. Mit Muscheln. Ich muss jetzt hinten reinrücken. Pokeball Zu den Pokeballs. mit Beef Teriyaki. Und ja, ich bin wieder beim üblichen Fish and Chips. Ja, hier ist sehr rustikal und auch eine Sportsbar. Da sind jede Menge, die gerade Fußball gucken, spielt gerade Holland. Essen war wieder sehr lecker, kann man auch empfehlen. Und Holland hat schon ein Tor geschossen. Und Holland hat schon ein Tor geschossen. Nach dem Essen fängt schon wieder an zu regnen und es windet immer noch. So ganz ist das schlechte Wetter noch nicht vorbei. Wir gehen schon wieder nach unten. Wir lassen jetzt den Abend ausklinken und hoffen, dass morgen früh das Wetter besser ist. Das Wetter zum Abschluss braucht doch jetzt keiner. Oh. Boah. Zürichsee schont uns nicht. Ab ins Warme. Wir fliegen Richtung Osterschelde. In der Mitte sieht man das Absperrtor. Dann eine Drehung. Auf dieser Seite ist sehr viel Industriegebiet. Und auf der anderen Seite des Kanals ist dann Zürichsee. Jetzt fliegen wir gemütlich den Kanal Richtung Landesinnere. Unten sieht man die Fischereiflotte. Im Hintergrund ist schon die Brücke, durch die wir gefahren sind. Rechts vor der Brücke ist das Restaurant vom ersten Abend. Da liegen unsere Boote. Da ist noch sehr viel Platz. Und man sieht dann im Hintergrund, der Kanal ist dann zu Ende. Es geht nicht mehr weiter. Jetzt nochmal zurück vom Ende. Unten liegen die Boote. Links gibt es ein Museum und dann geht es wieder durch die Brücke weiter. Den Zürichsee haben wir das schlechte Wetter überbrückt. Ein niedlicher Ort. Und wir sind hier hinten ganz durchgefahren und haben hier extrem ruhig gelegen. Man sollte als Motorbootfahrer einfach durch die Brücke fahren, wenn dort Platz frei ist. Dann hat man auch wenig Probleme mit anderen Booten, liegt sehr ruhig. Hat allerdings kein Hafenkino. Wer das möchte, der muss natürlich weiter vorne bleiben. Aber hier hinten ist die Gefahr, dass man ins Päckchen genommen wird, doch relativ gering. Zürichsee hat alles, was man braucht. Viele Restaurants, eine kleine Einkaufszone, Supermärkte. Und auch vom Wind her war es hier perfekt. Wir haben hier sehr ruhig gelegen und da hat uns der Sturm kaum was ausgemacht. Und jetzt geht's weiter.